Willkommen bei Alltagsdeutsch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ja gemeinsam das A2-Niveau abgeschlossen und sind jetzt mitten im B1-Level. Heute ist Tag 91, Teil 1. Und wie immer haben wir 15 wichtige Wörter für euch, die ihr im Alltag wirklich, wirklich gut gebrauchen könnt. Heute geht es um ein Thema, das absolut jeder braucht. Briefe und E-Mails. Oh ja, ein super praktisches Thema. Genau. Wir schauen uns Wörter an, die man braucht, wenn man etwas Formelles schreibt oder auch mal was Informelles. Und denkt dran, zu jeder Lektion gibt es ja auch das extra Fragevideo zur Mini-Story. Das ist wirklich ein super Training, um aktiv zu sprechen. Absolut. Und für die Aussprache, da ist die Shadowing-Methode wieder unser Tipp. Einfach den Satz hören, kurz stoppen und laut nachsprechen. Und bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn da kommt unsere Mini-Story. Da tauchen dann alle neuen Wörter in einem ganz natürlichen Kontext auf. So, fangen wir direkt mal an. Womit startet denn jede E-Mail? Also, was sieht man als erstes? Das ist der Betreff. A. Quasi die Überschrift der Nachricht. Genau. Der Betreff ist die Zeile ganz oben in einer E-Mail, die das Thema zusammenfasst. Auf Englisch die Subject Line. Ich finde, die wird oft total unterschätzt. Manchmal weiß ich gar nicht, was ich da jetzt am besten reinschreiben soll. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Der Betreff entscheidet ja oft, ob eine E-Mail überhaupt geöffnet wird. Stimmt. Ein guter Betreff ist kurz und präzise. Also, stell dir vor, du bewirbst dich. Da ist ein Betreff wie Bewerbung als Projektmanager viel, viel besser als nur Hallo. Das macht Sinn. Ein guter Beispielsatz wäre also: Bitte schreib immer etwas in den Betreff. Zum Beispiel Bewerbung oder Frage zur Rechnung. Ganz genau. Eine E-Mail ohne Betreff, die kann ja auch schnell mal im Spam-Ordner landen. Das stimmt. Okay, was kommt als nächstes, was auch oft wichtig ist? Etwas, das oft für Verwirrung sorgt? Der Anhang. Ah ja, ein Anhang ist also eine Datei, die man an eine E-Mail dranhängt. Ein Foto, ein Lebenslauf, ein PDF. Genau das. Auf Englisch Attachment. Da mache ich manchmal den klassischen Fehler: Ich schreibe in die E-Mail siehe Anhang, aber... Du vergisst ihn anzuhängen? Genau. Passiert das oft? Das ist wahrscheinlich der häufigste Fehler überhaupt. Wirklich. Okay. Gut zu wissen, dass ich nicht allein bin. Deshalb ist es eine gute Angewohnheit, den Anhang immer zuerst hochzuladen, noch bevor man die E-Mail schreibt. Das ist ein super Tipp. Ein typischer Satz im Text ist dann: Ich sende Ihnen meinen Lebenslauf im Anhang. So weiß der Empfänger auch, dass er danach suchen muss. Okay, also Betreff, Anhang. Aber wer schickt die E-Mail denn überhaupt? Das ist der Absender. Richtig. Der Absender, auf Englisch der Sender, ist die Person oder die Firma, die eine E-Mail oder einen Brief schickt. Deine E-Mail-Adresse identifiziert dich quasi als Absender. Manchmal bekommt man ja E-Mails, bei denen man etwas stutzig wird. Da passt der Satz gut. Ich habe eine E-Mail bekommen, aber der Absender war mir unbekannt. Und da sollte man dann besonders vorsichtig sein. Ja, bevor man auf Links klickt oder einen Anhang öffnet. Unbedingt. Das ist eine wichtige Sicherheitsregel. So, jetzt zur Eröffnung einer formellen Nachricht. Man kann ja schlecht Hey schreiben, wenn man seinem Chef oder einer Behörde schreibt. Nein, das wäre schlecht. Man braucht die richtige Anrede. Also die Begrüßung am Anfang, auf Englisch Salutation. Sowas wie sehr geehrte Frau Müller oder informell liebe Anna. Exakt. Hier fühle ich mich oft unsicher. Wann ist denn Hallo Herr Schmidt in Ordnung und wann muss es sehr geehrter Herr Schmidt sein? Das ist eine exzellente Frage. Das zeigt nämlich die Nuancen der deutschen Kultur. Sehr geehrter ist immer die sichere, die formelle Wahl. Okay. Vor allem, wenn du die Person nicht kennst oder es einen großen Respektabstand gibt. Guten Tag oder Hallo ist schon etwas informeller. Das heißt, die Wahl der Anrede ist in Deutschland echt mehr als nur Höflichkeit. Ja, sie definiert die professionelle Distanz. Ein zu lockeres Hallo in einer ersten Geschäfts-E-Mail kann schnell respektlos wirken. Das ist ein super Einblick. Also ist der Merksatz: In einer E-Mail an eine Firma ist eine formelle Anrede sehr wichtig, absolut Gold wert. Genau, so. Du hast deine E-Mail bekommen, sie gelesen, aber eine Information fehlt dir noch. Du möchtest etwas genauer wissen. Dann habe ich eine Rückfrage. Korrekt. Eine Rückfrage ist also eine Frage, die man stellt, nachdem man eine Information bekommen hat. Auf Englisch Inquiry oder Query. Ich habe manchmal gezögert, eine Rückfrage zu stellen, weil ich nicht nerven wollte. Kennst du das? Oh ja, ein sehr verbreitetes Gefühl.
Aber in der deutschen Arbeitskultur wird eine gezielte Rückfrage oft positiv gesehen. Ach wirklich? Ja, es zeigt, dass du mitdenkst und die Sache ernst nimmst. Es wird als Zeichen von Gründlichkeit gesehen, nicht von Schwäche. Das ist ermutigend. Ein höflicher Beispielsatz wäre dann: Vielen Dank für die Informationen. Ich habe noch eine kurze Rückfrage zum Termin. Perfekt formuliert. Das klingt konstruktiv, nicht irgendwie fordernd. Okay, bleiben wir mal beim Thema Bewerbung. Man muss oft viele Dokumente mitschicken. Wie nennt man diese Papiere zusammenfassend? Das sind die Unterlagen. Die Unterlagen. Auf Englisch Documents. Das Wort wird fast immer im Plural benutzt, richtig? Ja, genau. Es meint also die Sammlung aller wichtigen Papiere für einen bestimmten Zweck. Ob für eine Bewerbung, einen Hauskauf oder einen Visumsantrag. Genau, du brauchst immer die vollständigen Unterlagen. Das ist ein typisches Wort aus der Bürokratie- und Verwaltungssprache, das aber jeder im Alltag braucht. Daher auch der oft gelesene Satz: Bitte schicken Sie uns die vollständigen Unterlagen bis Freitag. Das ist eine klare Arbeitsanweisung. Und was tust du, wenn dir ein Dokument fehlt? Dann muss ich es anfordern. Das ist unser erstes Verb für heute. Genau. Anfordern bedeutet, etwas offiziell zu bestellen oder darum zu bitten, es zu bekommen. Auf Englisch to request. Das klingt formeller als nur fragen. Ist es auch. Die Perfektform ist hat angefordert. Man fordert zum Beispiel eine Geburtsurkunde vom Standesamt an. Es hat immer diesen offiziellen Charakter. Ein gutes Beispiel ist: Ich muss bei der Universität eine Kopie von meinem Zeugnis anfordern. Das ist ein aktiver, offizieller Schritt. Sehr gut. Bevor wir weitermachen, eine kurze Anmerkung. Wenn euch unser tägliches Format hilft, euer Deutsch sicherer zu machen, abonniert doch den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das unterstützt uns wirklich sehr und ihr verpasst keine Lektion mehr. So, weiter geht's. Wir haben ein Verb, das perfekt zu den Unterlagen passt. Wenn man Dokumente mitschickt, kann man auch sagen: Ich werde sie beifügen. Genau, beifügen. Auf Englisch to enclose bei einem Brief oder to attach bei einer E-Mail. Und die Perfektform ist hat beigefügt. Ist das eine elegantere Alternative zum Mitschicken? Ja, etwas eleganter und formeller. Klingt beifügen denn viel formeller. Also würde ich das auch einem Freund schreiben. Gute Frage. Einem Freund würdest du eher schreiben: Ich habe dir das Foto angehängt oder ich schicke dir das Dokument mit. Okay. Beifügen benutzt man fast ausschließlich im formellen oder geschäftlichen Kontext. Der Beispielsatz, ich habe meiner Bewerbung alle wichtigen Dokumente beigefügt, ist dafür also perfekt. Absolut. Manchmal will man in einer E-Mail auf etwas hinweisen, aber nur so ganz kurz. Dafür ist unser nächstes Verb ideal. Erwähnen. Richtig. Erwähnen bedeutet, kurz über etwas zu sprechen oder zu schreiben, ohne ins Detail zu gehen. Auf Englisch to mention. Die Perfektform ist hat erwähnt. Man streut eine Information sozusagen nebenbei ein. Genau. Wie im Beispielsatz. Er hat in der E-Mail erwähnt, dass er nächste Woche im Urlaub ist. Das ist dann vielleicht nicht das Hauptthema, aber eine wichtige Zusatzinformation. Exakt. Und wenn eine Firma so eine E-Mail oder einen Antrag bekommt, was macht sie dann damit? Sie muss ihn bearbeiten. Ein zentrales Verb im Berufsleben: bearbeiten. Das heißt, sich um eine Aufgabe zu kümmern, eine Anfrage zu prüfen und zu beantworten. Auf Englisch to process. Die Perfektform ist hat bearbeitet. Wenn du eine automatische Antwort-E-Mail bekommst, steht das oft drin. Es ist die Bestätigung. Deine Nachricht ist angekommen, wir kümmern uns. Ja, genau. Dieser Satz beruhigt mich immer. Wir haben Ihre Anfrage erhalten und werden sie so schnell wie möglich bearbeiten. Verständlich. Kommen wir zu einem Gefühl, das viele beim Schreiben formeller E-Mails haben. Oh ja. Man ist unsicher, ob man nachfragen soll, man sollte aber nicht. Zögern. Genau, nicht zögern. Ein tolles Verb. Es bedeutet, zu warten oder unsicher zu sein, bevor man etwas tut. Auf Englisch to hesitate. Die Perfektform ist hat gezögert. Viele Firmen schreiben am Ende ihrer E-Mails ganz bewusst eine Einladung, eben nicht zu zögern. Als freundliche Geste. Ja, es soll dem Kunden die Angst nehmen, nachzufragen. Das ist, finde ich, guter Service. Stimmt der Satz, zögern Sie nicht, uns anzurufen, wenn Sie Hilfe brauchen, liest man oft. Er schafft eine offene und hilfsbereite Atmosphäre. So ist es. Verlassen wir mal die Verben und kommen zu den Adjektiven. Wenn etwas wirklich offiziell sein muss, zum Beispiel eine Kündigung. Da muss es schriftlich sein.
Richtig. Schriftlich, also geschrieben auf Papier oder digital. Im Gegensatz zu nur mündlich. Auf Englisch written oder in writing. Bei wichtigen Dingen verlasse ich mich auch ungern nur auf ein Wort. Das ist klug. Denn was geschrieben steht, das gilt und ist beweisbar. Ein mündliches Ja ist schön, aber eine schriftliche Bestätigung hat im Zweifel rechtliche Kraft. Der Satz, die Bestätigung muss schriftlich erfolgen, bedeutet also genau das. Ein Anruf reicht nicht. Genau. Und wenn diese schriftliche Zusage dann da ist und für beide Seiten gilt, Dann ist sie verbindlich. verbindlich. Auf Englisch binding. Das Wort kommt von verbinden. Eine verbindliche Zusage verbindet die Parteien rechtlich miteinander. Das ist also keine lose Idee mehr, sondern ein fester Plan mit Konsequenzen. So ist es. Wie bei der Anmeldung zu einem Sprachkurs. Wenn da steht, Ihre Anmeldung für den Kurs ist verbindlich, kann man nicht einfach sagen, Ach, ich habe doch keine Lust. man hat einen Vertrag. Exakt. Nächstes Wort. Wenn dir jemand hilft, zum Beispiel mit einer sehr schnellen Antwort, dann bist du... Dankbar. Höflich zu sein, finde ich. Ja, es ist viel persönlicher als ein einfaches Danke. Besonders wenn man um etwas bittet, wirkt es sehr respektvoll. Wie zum Beispiel in dem Satz, ich wäre Ihnen sehr dankbar für eine schnelle Antwort. Genau. Das drückt Dringlichkeit aus, ohne unhöflich zu klingen. Und unser letztes Wort für heute. Wenn man eine genaue Information braucht, fragt man nach etwas, das konkret ist. Konkret. Das bedeutet genau, präzise, spezifisch. Das Gegenteil von allgemein oder vage. Auf Englisch concrete oder specific. Also, wenn jemand sagt, wir liefern bald, ist das nicht konkret. Überhaupt nicht. Dann möchte ich fragen, können Sie mir bitte ein konkretes Datum für den Liefertermin nennen? Ich will den exakten Tag wissen. Perfekt. So, das waren alle 15 Wörter. Jetzt seid ihr bereit, sie in einem zusammenhängenden Kontext zu hören. Genau, jetzt verbinden wir alles in unserer Mini-Story. Hört gut zu und achtet darauf, wie die Wörter in eine ganz alltägliche Situation eingebaut werden. Tom sucht eine neue Wohnung und findet online ein tolles Angebot. Er muss seine Bewerbung per E-Mail schicken. Zuerst überlegt er, was er in den Betreff schreiben soll. Er entscheidet sich für Bewerbung für die Zweizimmerwohnung in der Schillerstraße. Er achtet auch auf eine sehr höfliche Anrede. Im Anhang muss er viele Unterlagen beifügen, seinen Lebenslauf und die letzten Gehaltsabrechnungen. Ihm fällt auf, dass ihm eine Bescheinigung fehlt, diese muss er erst bei seinem alten Vermieter anfordern. Im Anhang muss er viele Unterlagen beifügen. Er schickt die E-Mail ab. Kurz darauf bekommt er eine automatische Antwort. Der Absender ist die Hausverwaltung. In der Mail wird kurz erwähnt, dass sie seine Bewerbung schnell bearbeiten werden. Im Anhang muss er viele Unterlagen beifügen. Tom hat aber noch eine Rückfrage zur Heizung. Er zögert kurz, noch eine E-Mail zu schreiben. Er will nicht nerven. Im Anhang muss er viele Unterlagen beifügen. Am nächsten Tag bekommt er eine positive Antwort. Die Zusage ist verbindlich, er muss den Vertrag aber schriftlich bestätigen. Tom ist unglaublich dankbar. Die Hausverwaltung bittet ihn nur noch um eine konkrete Angabe, wann er einziehen möchte. Tom antwortet sofort und ist überglücklich. Und das war unsere Geschichte. Habt ihr alle Worte wieder erkannt? Man merkt, wie schnell man sie in einer ganz normalen Alltagssituation braucht. Absolut. Jetzt seid ihr dran. Versucht doch mal, eine eigene kleine E-Mail oder ein paar Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare zu schreiben. Übung ist wirklich der Schlüssel. Genau. Und wenn euch diese Art zu lernen gefällt, abonniert den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das hilft uns sehr, jeden Tag für euch da zu sein. Morgen geht es weiter mit einem ganz anderen Thema. Religion und Werte. Oh, das wird eine nachdenkliche und wichtige Diskussion über persönliche Überzeugungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen! Tschüss.